Nordwestlich von Köln, entlang der A44N zwischen Bedburg und Jüchen, baut RWE einen neuen Solarpark. Seit 2023 sind PV-Freiflächenanlagen entlang von Autobahnen bis 200 Meter Abstand privilegiert. Sie gelten als überragendes öffentliches Interesse und haben Vorrang vor allen anderen Bauvorhaben. Das Planungsverfahren wird dadurch beschleunigt und oft braucht man keinen Bebauungsplan. Zu Beginn müssen ca. 100.000 Profile in den Boden gerammt werden. Das Rammen ist die kostengünstigste Lösung und wird überall dort angewendet, wo es der Boden zulässt. Die Maschinen stellen sicher, dass die Profile exakt senkrecht in den Boden gerammt werden. Für die Nivellierung benötigen ältere Maschinen noch eine Richtschnur. Das Baufeld ist in die Abschnitte A, B und C eingeteilt. In den Abschnitten erfolgen die Arbeiten parallel. Ende Mai sind schon alle Solarpaneele am Kreuzholz montiert. Dagegen müssen auf dem Baufeld Mitte West noch die Fundamente errichtet werden. Hier kommt nicht das Ramm, sondern das Bohr-Schraubverfahren zum Einsatz. Dieses Verfahren eignet sich besonders dort, wo Rammen aufgrund von großen Steinen oder Findlingen im Untergrund zu schwierig wäre und Betonfundamente zu aufwendig sind. Besondere Vorrichtungen an der Maschine sorgen dafür, dass die Fundamente exakt senkrecht im Boden verankert werden. Die Fundamente sind sofort belastbar und können auch sehr einfach zurückgebaut werden. In der Mitte des Bildes befindet sich ein sogenannter Wildwechselstreifen. Hier können Tiere die Autobahn unterqueren. Über eine Senke werden sie zum Tunneleingang geleitet. In diesem befindet sich Sand, um so die Spuren der Tiere sichtbar zu machen. Aber ehrlich gesagt findet man meistens nur die Abdrücke von Wanderschuhen. Der Streifen hat eine Breite von 120 Metern und eine Gesamtlänge von 1,4 Kilometern. Die volle Nutzung wird wahrscheinlich erst dann erreicht, wenn beide Tagebaue verfüllt sind, beziehungsweise der Garzweiler See entstanden ist. Ende Juni nähern sich die Arbeiten am Holzer Kreuz ihrer Vollendung. Nur im letzten der 3 Baufelder müssen noch einige Paneele montiert und verschaltet werden. Die Anschlusskabel sind schon so gut wie alle verlegt und auch der Kabelgraben zur Mittelspannungsnetzanbindung ist schon wieder verfüllt. Hier stehen die letzten Paletten mit Modulen im Baufeld. Und auch die Einfriedung ist schon fertig. Diese wird immer zuerst errichtet. Denn trotz Videoüberwachung könnten die Module sonst zu schnell Beine bekommen. Mitte Juli ist das Baufeld dann komplett fertiggestellt. Nur der Boden wird noch für die Einsaat vorbereitet. Auch im mittleren Baufeld schreiten die Arbeiten zügig voran. Östlich der Autobahn sind schon alle Paneele montiert. Im vorderen Baufeld ist die Gerüstkonstruktion schon fertig. Und auch die Kabelgräben für die Gleichstromkabel sind schon ausgehoben. Auf den beiden südlichsten Feldern sind die Paneele schon alle montiert und die Verkabelung ist in vollem Gange.
Südlich der Bandstraße sieht man die Agri-Versuchsanlage. Im südlichsten Feld sind die Verkabelungen schon fast fertig und auch der Umrichter ist schon aufgestellt. Es ist das kleinste Feld und dadurch ist auch nur ein Umrichter erforderlich. Ein Umrichter wandelt die Gleichspannung in Drehstrom um. Auf der Gleichstromseite werden alle Strings angeschlossen. Der Gleichstrom wird in Drehstrom umgerichtet und mit dem Transformator auf die Mittelspannungsebene gebracht. Im Tagebau Garzweiler sind das 25 kV. Der Tagebau hat eine 6 kV und eine 25 kV Ebene. Alle Kabel laufen am Südende des Tagebaus zusammen. Hier befindet sich das Hauptumspannwerk. Es besteht aus einer 110 kV Freiluftschaltanlage sowie zwei geschlossenen Schaltanlagen auf der 25 und 6 kV Ebene. Über insgesamt 9 Leistungstransformatoren sind diese mit dem überregionalen Hochspannungsnetz verbunden. Hier besteht kein Engpass, um die Solar- und Windenergie in das überregionale Netz einzuspeisen. Auch die neuen Solarfelder werden hier an das Netz angebunden. Die Solarfelder speisen ihren Gleichstrom in insgesamt 17 Umrichter. Diese Umrichter sind in 4 Gruppen aufgeteilt. Dies ist den Kabelquerschnitten geschuldet. Denn es gibt kein Kabel, das so dick ist, um die gesamte Leistung übertragen zu können. Zum anderen erhöht es auch die Einspeisesicherheit. Ist ein Kabel defekt, fällt nicht die gesamte Anlage aus. Ein neuer Travo im Umspannwerk sorgt für die Netzanbindung. Die Kabelquerschnitte der Mittelspannungssysteme wurden an die zu übertragende Leistung angepasst. Ein System besteht immer aus 3 Einzeladern und einem Leerrohr für den Lichtwellenleiter. Darüber werden später die Umrichter in den Feldern gesteuert. Über einen Hochspannungstravo wird dann die erzeugte Energie in das Netz eingespeist. Die 110 kV Freileitung führt in das Umspannwerk Frimmersdorf. Hier besteht eine Anbindung an das 380 kV Höchstspannungsnetz. Anfang September sind alle Montagearbeiten so gut wie erledigt. Es gibt nur noch kleinere Restarbeiten und das große Aufräumen auf dem Baufeld hat begonnen. Vor der Inbetriebnahme stehen aber noch umfangreiche Prüfarbeiten an. Um ein Solarfeld zu errichten, müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. Die wichtigsten sind die Azimuth-Ausrichtung und der Neigungswinkel der Module. Besonders der Neigungswinkel hat einen großen Einfluss auf den Ertrag. Die optimale Einstellung ändert sich von Breitengrad zu Breitengrad. Ein fester Wert dagegen ist, dass die Einstrahlungsenergie mittags am höchsten ist. Das gilt außerhalb der Atmosphäre genauso wie am Boden. Die Module werden also exakt nach Süden ausgerichtet. Nicht ganz so trivial ist es, den genauen Neigungswinkel zu bestimmen. Bekanntlich verändert sich ja die Erdachse über das Jahr. Am 21. Dezember steht die Sonne nur 15 Grad über dem Horizont. Und am 21. Juni sind es 65 Grad. Jetzt gilt es noch zu berücksichtigen, dass die Strahlungsmenge im Sommer wesentlich höher ist als im Winter. Zu berücksichtigen ist auch noch die direkte und diffuse Strahlung sowie die reflektierte Strahlung.
Mit dem AM-Faktor wird es dann richtig komplex. Das R-Maß gibt die Wegstrecke der Strahlung durch die Atmosphäre als Vielfaches der Atmosphärendicke an. Jetzt kurz und knapp, der optimale Neigungswinkel liegt an der Nordsee bei 37 Grad, in den Alpen bei 32 Grad und im Erfland bei 35 Grad. Wie funktioniert eine Photovoltaikanlage? Der photovoltaische Effekt wurde 1839 von Alexandre Edmund Becquerel entdeckt. 1905 erklärte Albert Einstein den Photoeffekt theoretisch und erhielt dafür 1921 den Nobelpreis. Die erste funktionierende Silizium-Solarzelle wurde 1954 in den Bell-Laboren entwickelt. Sie hatte einen Wirkungsgrad von 4%. Heutige Zellen erreichen mit über 26% mehr als das 6,5-fache. Jetzt zur Funktion. Als Basis wird eine dünne Siliziumscheibe verwendet. Das Sonnenlicht trifft auf die Siliziumatome. Auf dem Wafer ist eine positiv dotierte Schicht aufgebracht, bzw. unten eine negativ dotierte Schicht. Licht besteht aus Photonen. Diese haben keine Masse, aber verhalten sich wie Teilchen. Diese Teilchen haben Energie. Trifft ein Photon auf ein Siliziumatom, wird ein Elektron herausgeschlagen. Dieses nun freie Elektron hat eine negative Ladung und wandert zur p-dotierten Schicht. Der Überschuss an Elektronen wird zum Minuspol. Das Elektron hinterlässt in dem Atom ein Loch. Dieses Loch ist positiv geladen und wandert zur n-dotierten Schicht. Der Überschuss an positiven Ladungen bildet den Pluspol. Dieser Potentialunterschied ist die elektrische Spannung. In einen geschlossenen Stromkreis kann jetzt ein Strom fließen. Strom und Spannung gibt den Verbrauchern jetzt die Leistung. Der Strom fließt immer von Minus nach Plus und das Elektron kann jetzt das Loch wieder schließen. Die Ladungsträger vereinigen sich wieder und das Siliziumatom ist wieder neutral. So funktioniert einfach erklärt der photovoltaische Effekt. Das war jetzt der Versuch einer einfachen Erklärung des photovoltaischen Effektes. Gesehen hat es ja noch keiner. Die einzelnen Solarmodule müssen jetzt noch verschaltet werden. Ein Modul liefert ca. 40 Volt Gleichspannung bei einem Strom von 10 Ampere. Freiflächenanlagen werden primär in Reihe geschaltet, um hohe Spannungen für effiziente Umrichter zu erzielen. Bei 20 Modulen ergibt das dann eine Spannung von ca. 800 Volt. Dieser sogenannte String wird dann an einen Umformer angeklemmt, dessen Eingangsspannung ebenfalls 800 Volt beträgt. So wie auch hier werden heutzutage in über 98% der Neuanlagen TOPCon-Module verwendet. Diese vermeiden den direkten Kontakt zwischen dem Metall der Anschlusskontakte und der Siliziumschicht. Auf diese Weise wird die Rekombination von Ladungsträgern, die normalerweise auf der Rückseite der Zelle stattfindet, unterbunden. Dadurch haben die Solarzellen einen höheren Wirkungsgrad. Wie eine Solarzelle funktioniert, haben wir bereits gelernt. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wie eine TOPCon-Zelle funktioniert. Wie bekannt, setzt die Strahlung Ladungsträger frei. In Wirklichkeit sind die Ladungsträger aber nicht so genau wie dargestellt voneinander getrennt. Es ist immer eine Wolke von anderspoligen Ladungsträgern vorhanden.
Dadurch kommt es auf der Rückseite zu einer Ladungsträger-Rekombination. Dies ist ein physikalischer Prozess, bei dem sich entgegengesetzt geladene Teilchen wie Elektronen und Lochpaare in Halbleitern wieder vereinigen, wodurch sie ihre elektrische Ladung verlieren und zu einem neutralen Zustand zurückkehren. Um dies zu verhindern, werden bei Topconzellen zwischen dem Wafer und der n-dotierten Schicht zwei weitere hauchdünne Schichten aufgebracht. Zum ersten eine Schicht aus Siliziumoxid und zum anderen eine Polysiliziumschicht. Diese geben der Topconzelle auch ihren Namen, nämlich Tunneloxid-passiver Kontakt. Obwohl die Oxidschicht eine Barriere darstellt, können Elektronen durch den Quertunneleffekt hindurchfließen. Es wird aber der direkte Kontakt zwischen den Anschlusskontakten und dem Silizium blockiert. Die Rekombination der Ladungsträger wird dadurch verhindert und der Wirkungsgrad erheblich gesteigert. Die zweite Schicht aus hochdotiertem Polysilizium bildet einen hochleitfähigen Kontakt. Sie senkt den Übergangswiderstand nahezu zu Null und verhindert, dass Metall direkt auf Silizium trifft. Der Grundaufbau entspricht der einer herkömmlichen Solarzelle. Im Grunde sind nur zwei Schichten mehr aufgebracht. Auch beim Herstellungsprozess sind nur geringfügige Anpassungen erforderlich. Topcon-Module erhöhen den Wirkungsgrad auf über 26%. Sie haben weniger Leistungsverluste bei höheren Temperaturen und zeichnen sich durch eine langsamere Alterung aus. Diese Modultypen sind zurzeit State of the Art. Am 14. Dezember waren alle Felder am Netz und das nach einer Bauzeit von nur knapp 9 Monaten. Die Felder erstrecken sich auf einer Länge von 4,5 Kilometern beidseitig der A44. Die noch freien Flächen konnten leider nicht genutzt werden. Sie sind langfristig verpachtet oder haben einen anderen Eigentümer. Nahe Kreuzholz ist jedoch eine Erweiterung für 26 geplant. Zum Schluss noch einmal alle relevanten Daten der Anlage.